Worte wie auf, unter oder in gehören zu den Präpositionen. Alles, was du dazu wissen musst in diesem Video. Viel Spaß! Präpositionen sind sehr nützlich. Sie helfen dir dabei, Elemente eines Satzes in eine Beziehung zu setzen, und das ist sehr wichtig, um eine Aussage richtig zu verstehen. Dazu ein kurzes Beispiel. Du suchst deine Sonnenbrille und dein Freund weiß, wo sie ist. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob er dir sagt, deine Sonnenbrille liegt in dem Koffer oder deine Sonnenbrille liegt auf dem Koffer. Erst durch die Präposition weißt du, wo genau die Sonnenbrille ist. Man drückt also mit Präpositionen ein Verhältnis aus. In dem Beispiel das Verhältnis von Sonnenbrille zum Koffer. Präpositionen können Beziehungen zwischen Nomen, aber auch Pronomen sein. Dabei steht eine Präposition meist vor ihrem Bezugswort. Das Bezugswort bei dem Beispiel ist das Nomen Koffer, und in diesem Satz „Ich warte auf ihn“ ist das Bezugswort ihn. Schauen wir uns die beiden Beispiele mit auf nochmal genauer an. Deine Sonnenbrille liegt auf dem Koffer. Auf wem? Auf dem Koffer. Und ich warte auf ihn. Auf wen warte ich? Auf ihn. Daran erkennst du, dass die Bezugswörter in zwei verschiedenen Beziehungen stehen. Der Koffer im Dativ und ihn im Akkusativ. Das zeigt, dass man Bezugswörter deklinieren muss. Das geht, indem man sie an die verschiedenen Fälle im Deutschen anpasst. Außerdem muss man nicht nur auf die Form des Bezugswortes achten, sondern auch auf die Bedeutung der Präposition selbst. Denn unterschiedliche Arten drücken unterschiedliche Bedeutungen aus. Schauen wir uns nun die verschiedenen Präpositionsarten an. Es gibt 4 Präpositionsarten: lokale Präposition, temporale Präposition, modale Präposition und kausale Präposition. Lokale Präpositionen beschreiben die Bewegung des Bezugswortes im Raum oder die Orte, an denen sich das Bezugswort befindet. Du erkennst lokale Präpositionen, wenn du dich fragst, wo etwas ist oder wohin es sich bewegt. Willst du also beschreiben, wo ein Hund gerade schläft, dann verwendest du Präpositionen wie auf, unter, über oder hinter. Wenn du aber die Bewegung eines Autos beschreiben willst, so nimmst du die Präpositionen von und nach. Die temporalen Präpositionen beschäftigen sich mit zeitlichen Ereignissen. Sie zeigen dir an, wann etwas passiert oder wie lange es dauert. Die Dauer eines Fußballspiels wird zum Beispiel mit bis oder ab ausgedrückt. Wenn du ein Ereignis ganz genau schildern möchtest, dann benutzt du die Präpositionen vor, nach und während. Nicht nur Zeit und Raum kann man mit Präpositionen beschreiben. Willst du die Art und Weise beschreiben, auf die etwas gemacht wird, dann verwende modale Präpositionen. Zum Beispiel, wenn du beschreiben willst, wie du bei einer schweren Aufgabe vorgegangen bist, verwende Verhältniswörter wie mit, ohne oder gegen. Als letztes gibt es noch die kausalen Präpositionen. Sie beschreiben ein begründendes Verhältnis. Du erklärst mit ihrer Hilfe, warum etwas passiert ist. Hierzu ein kleines Beispiel. Wenn dich jemand fragt, warum du dieses Video schaust, dann antwortest du mit Präpositionen wie dank, durch oder aufgrund von. Wie du schon weißt, setzen Präpositionen bestimmte Fälle voraus. Deshalb musst du die Bezugswörter entsprechend verändern, also deklinieren. Um Pronomen und Substantive mit Präpositionen verwenden zu können, setzt du sie in den Genitiv, Dativ oder Akkusativ. Der Artikel oder die Form des Pronomens verrät dir, um welchen Fall es sich handelt. Hier eine kurze Übersichtstabelle. Doch Achtung,
Es gibt Ausnahmen. Die sogenannten Wechselpräpositionen stehen manchmal im Akkusativ und manchmal im Dativ. Je nachdem, was du mit ihnen ausdrücken möchtest. Nochmal zurück zu unserem Beispiel vom Anfang. Hierbei handelt es sich um eine von 9 deutschen Wechselpräpositionen. Diese kommen ausschließlich bei lokalen Präpositionen vor. Hier nochmal ein paar Beispiele. Hier das erste Beispiel. Paul läuft gegen die Laterne. Paul läuft gegen die Laterne. Also ist gegen eine lokale Präposition. Hier das zweite Beispiel. Claudia spart für den Urlaub. Claudia spart für den Urlaub. Für ist also eine kausale Präposition. Jetzt das dritte Beispiel. Die Bananen kosten 1,80 € je Kilo. In diesem Beispiel ist je eine modale Präposition. Hier das nächste Beispiel. Er lernte mit 6 Jahren lesen. Er lernte mit 6 Jahren lesen. Hier ist mit eine temporale Präposition. Auf zum nächsten Beispiel. Jonas kennt Rebecca seit 20 Jahren. Jonas kennt Rebecca seit 20 Jahren. Heißt, seit ist eine temporale Präposition. Der Baum ist südöstlich der Wüste. Der Baum ist südöstlich der Wüste. Also ist südöstlich eine lokale Präposition. Die Sonnenbrille ist unter, neben, auf oder in dem Tisch. Die Sonnenbrille ist auf dem Tisch. Das Fleisch ist in, auf, neben oder unter dem Kühlschrank. Richtig ist, das Fleisch ist in dem Kühlschrank. Der Hund ist auf, in, neben oder unter dem Tisch. Richtig ist, der Hund ist unter dem Tisch. Danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.